Spielt man 2 Historts auf 75 oder His und Guardian? Das haben wir doch schon sau oft gesagt, oder nicht? Guardian X First Hand und His Sword Second. Standest halt 2,5 Stunden für ein Ticket an, um dann keins zu bekommen. Was für ein Ticket? Taylor Swift oder was? Nächste Woche aber nur 5 Tage. Warum so bescheiden? 5 Tage im weltweit ersten Hotel komplett aus purem Gold. Ich finde irgendwie das, keine Ahnung, ich finde diese Faszination Shoppen, Kaufen und Verkaufen, kann das einfach nicht nachvollziehen. Also ich habe zwar auch die Good Old Times miterlebt, damals. Und es ist schon, wenn man jetzt nach Darkon auf FEC geht, ist schon cool, weil es echt aussieht wie so 2008 oder so. Aber so cool das auch sein mag, was bringt's mir? Also dann sind wir ja wieder bei der Kernproblematik von Fly Universe aktuell, dass es einfach so lange dauert, diese ganzen Shops auch wirklich durchzugucken. Also es literally dauert über 1 Stunde wahrscheinlich, jeden Shop anzugucken. Und zwar auch wirklich anzugucken und nicht einfach nur jeden Shop einmal anzuklicken. Das könnte man schon wahrscheinlich auch in 20 Minuten schaffen, wenn man nur jeden Shop einmal schnell anklickt, ohne überhaupt wirklich zu gucken, was drin ist. Also wenn man jetzt irgendwie einen Weltrekord aufstellen wollen würde oder so ein Scheiß. Und keine Ahnung, also ich finde das einfach, das ist so time-consuming. Ich bin halt so, wenn ich dann halt wirklich 1,5 Stunden mit Shops durchgucken verbringe, selbst wenn ich dann finde, was ich gesucht habe, dann ist es bei mir trotzdem so, dass irgendwie im Hintergedanke oder im Hinterkopf kommt dann der Gedanke so auf, oh, in 1 Stunde hätte ich so und so viele Prozente machen können, hätte ich so und so viel Geld gemacht. Stattdessen habe ich eigentlich effektiv nichts gemacht. Ja, vielleicht habe ich das Item gefunden, was ich gesucht habe. Schlimm ist es, wenn man das Item nicht findet. Dann tut es richtig weh. Aber selbst wenn man das findet, was man gesucht hat, wenn man lange genug gesucht hat und da halt wirklich viel Zeit drauf gegangen ist, sage ich mal, alles ab 20 Minuten ist viel zu viel. Selbst 15 Minuten, wenn du jetzt wirklich nach einem Item suchst, ist es geistesgestört. Also es kommt natürlich darauf an, was jetzt für ein Item. Also wenn du jetzt nach was extrem Speziellen suchst, irgendwie ein Pet auf einem bestimmten Level oder mit bestimmten Stats oder so. Ich meine, ja, dann kann man schon sagen, okay, das ist dann schon ein bisschen spezieller, da sollte man dann vielleicht lieber schauten oder halt einen Vendor aufmachen, so dass man da Angebote kriegt oder in Discord gucken oder so. Wie auch immer. Ja, an für sich ja, aber trotzdem, also es sollte nicht so lange dauern, also selbst bei speziellen Sachen sollte es nicht so ultra lange dauern. Und bei so ultra unspeziellen Sachen, also jetzt vor allem das, was Mitsune jetzt schon seit ein paar Tagen sagt, immer mit so Setteilen. Junge, ich sollte niemals länger als 5 Minuten nach so einem x-beliebigen scheiß Setteil suchen müssen. Also das ist doch geistesgestört. Warum muss ich 1 Stunde suchen, nur um mir fucking irgendwelche Gowns zu kaufen, die dann 500.000 Penya kosten. Also die kriegst du sowieso geschenkt, gefühlt. Du musst halt nur denjenigen finden, der sie dir schenkt, mehr oder weniger. Also es ist einfach absurd. Also keine Ahnung. Also da kannst du mit der ganzen Nostalgie, kannst du mir da sowas von den Buckel runterrutschen. Das ist mir so egal. Also es sieht cool aus, aber da hört es dann für mich schon auf. Das war's. Also abgesehen davon, dass es cool aussieht und wie früher aussieht, finde ich das mit den Shops absolut zum Kotzen. Es ist ein Trauerspiel. Dass sich da bis jetzt nichts geändert hat. Fly Universe ist ja doch schon über 2 Jahre alt jetzt. Finde ich eigentlich auch fast schon erschreckend. Vor allem, ich wüsste echt mal gerne, wobei tatsächlich recht viele Leute tatsächlich mit dem Jack the Hammer Skin rumlaufen. Ist auch so ein Phänomen, das ich nicht so hundertprozentig verstehe. Die Vendor-Shops, die kosten die 900 F-Coin, oder? Für 30 Tage. Der Battle Pass kostet 1000 und du hast effektiv einen Tag mehr in langen Monaten und eigentlich immer, abgesehen von Februar, auf jeden Fall auch die 30 Tage. Und dadurch, dass du in den längeren Monaten Plus machst, machst du mit Februar ja kein Minus, also bist insgesamt trotzdem mehr als 30 Tage dann im Jahresschnitt sozusagen. Also im Jahresschnitt kriegst du mit dem Battle Pass
sogar mehr raus. Und der einzige Nachteil, ja, ist, dass die Vendor-Shops einen Tag kürzer halten. Die kosten alle 1100, nur einer kostet 1000. Also noch schlimmer. Also scheißegal, ich dachte, die kosten 900, aber ist ja egal. Ist ja Wurst. Vom Prinzip her, du kannst dir für das gleiche Geld einfach den Battle Pass kaufen. Und ja, ich verstehe schon, manche Leute nutzen da halt wirklich Level 30er Charakter, Low-Level Charakter, die nichts anderes machen sollen, als Shop aufzumachen. Und fertig. Schon klar. Aber wenn du einfach nur so drüber nachdenkst, ich meine, dann mache ich mir doch lieber einen Charakter und ziehe den auf Level 80 oder so. Und hole mir mit dem den Battle Pass. Dann probiere ich mit dem auch die Battle Pass-Mission abzuschließen. Kriegt noch die ganzen Protects und Power-Ups auf dem Char. Gut, die Power-Ups braucht man vielleicht niemals, wenn man mit dem Char wirklich niemals irgendwas machen wird. Aber da sind ja auch Protects drin, die den Battle Pass dann noch umso viel mehr Worth machen, wenn du auch den Vendor-Shop benutzt hast. Und dann ist eigentlich das einzige Gegenargument, dass du sagen kannst, okay, Char auf Level 80 ziehen, weil vorher kriegst du halt keine Protects aus dem Battle Pass. Und das andere Argument wäre halt, naja, der Battle Pass Vendor hält halt einen Tag kürzer als der aus dem Cash-Shop direkt. Aber ich meine, du zahlst halt legit das Gleiche und kriegst einfach weniger. Also ich finde das einfach crazy. Und das Problem, was ich damit grundsätzlich habe, ist halt die Tatsache, dass ja eh jeder so viele Charakter hat. Also ich meine, jetzt im Standardfall hat jeder mindestens 2. Und ich glaube jetzt nicht, dass es sehr viele Leute gibt, die mehr als 3 Vendor-Shops permanent offen halten. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Also es gibt sicherlich Ausnahmen, ja, so ultrakranke Reseller. Gibt es bestimmt auf dem FEC welche, da stehen ja teilweise 10 Reseller nebeneinander. Es ist bestimmt gut möglich, dass da 3-mal der gleiche dabei ist oder so. Aber die meisten Leute haben ja eh mehr Chars als 2. Also ich meine, wer hat wirklich 2 Chars auf Level 80 plus? Die allerwenigsten. Die allermeisten haben mehr als 2. Und das heißt, dann ist es ja eigentlich eh schon geschenkt, mehr oder weniger. Gut, das Nervige ist halt beim Battle Pass, du musst auf mehreren Accounts dann aufladen. Aber wenn du für deine 1000 F-Coin dann letztendlich auch wesentlich mehr bekommst, dann lohnt sich's ja auch. Also ich meine, ja, du verlierst dann vielleicht durchs Aufladen, durch den Aufladebonus verlierst du jetzt in Anführungszeichen vielleicht 200 F-Coin, aber durch die ganzen Extra-Projects, die du bekommst, gewinnst du ja dann am Ende auch wieder 1000 F-Coin. Also so muss man das ja eigentlich rechnen. Deswegen finde ich das irgendwie so crazy. Also ich kann das einfach nicht nachvollziehen. Also ihr merkt schon, generell diese Shopping-Faszination, die geht komplett an mir vorbei. Aber so was von, das sage ich euch. Wirklich.